Hi, welcome back to our at-home retreat. Hallo, willkommen zurück bei unserem Heimretreat And again, thank you, Xiaoping, for translating. und danke erneut, Xiaoping, This fürs is session number Übersetzen. 18, Das ist Session 18 and we have called it One Wheel, Two Lives. und wir haben sie Ein Rad, zwei Leben And the genannt. picture I chose was a human being Das Bild, das ich gewählt habe, zeigt sort einen of Menschen, becoming like a superhero. der zu einer Art Superheld wird. Now, sometimes I use superhero pictures to represent a person who's very good and inspires other people. Manchmal verwende ich Bilder von Superhelden zur Darstellung von besonders guten Menschen, die andere inspirieren. But in this drawing, Aber hier in diesem Bild we are talking about a human being who would like to be reborn in the Deva realm where people, look like superheroes, but then they have terrible deaths there, okay? geht es um einen Menschen, der wiedergeboren werden möchte im Deva-Reich, wo alle aussehen wie Superhelden, wo aber auch alle einen So we've been schrecklichen Tod talking sterben about müssen. sections of the Wheel of Life, Wir haben also über die Schritte im Rad des Lebens gesprochen and we kind of felt, it kind of feels to you, doesn't it, that one Wheel of Life from 1 o'clock to 12 o'clock, that should be one lifetime. und es fühlt sich irgendwie so an, nicht wahr, als müsste eine Umdrehung des Rades von 1 Uhr bis 12 Uhr But einem then we Leben learned it's more entsprechen, complicated than that. aber dann finden wir heraus, dass es wesentlich And we saw komplizierter ist. that link number 11, which is rebirth, and link number 12, which is aging and death, Und wir haben gesehen, dass Glied 11 Wiedergeburt und Glied 12 Altern und Tod, just two links can be a whole lifetime. dass diese beiden Glieder allein bereits ein ganzes Leben So a darstellen very können. famous question comes up in the ancient books. Daher taucht in den alten Schriften eine sehr berühmte Frage How auf. many lifetimes does it take to get through the whole wheel one time? Wie viele Leben braucht man, um das ganze Rad des Lebens einmal zu durchlaufen? And it's not just a philosophical question. Und das ist nicht einfach nur eine philosophische Frage. We have to go through these next two classes. Wir brauchen die nächsten beiden Klassen. We have to talk about how many lifetimes can be in one wheel. Wir müssen darüber sprechen, wie viele Leben in einem Rad stattfinden können, Because we're going to find out something amazing about that wheel. weil wir etwas Erstaunliches über das Rad herausfinden werden. And that's that, if you look at a wheel of life, it's going like this, Und zwar, wenn wir das Rad des Lebens betrachten, then that dreht will es sich trigger so another set of links. und diese Bewegung setzt einen weiteren Satz von Gliedern in Bewegung And then this one will trigger another set of links. und dieser wiederum einen weiteren. And then there'll be some links, three there, three there, three there, three there. A few weeks in your wheel of life. Und dann sind überall Weeks, Glieder in Bewegung. Hier 3, da 3, dort 3, ein paar Wochen lang in deinem Rad des Lebens. It can be triggering many lifetimes. Das kann viele Leben And auslösen. many lifetimes can go into one life. Und viele Leben können in ein Leben passen. I like to think of it like the inside of a fine watch, a mechanical watch. Ich stelle mir das so vor, wie das Innere einer filigranen Uhr, einer mechanischen So Uhr. we're going there. Über diese Uhr werden wir We'll talk später about noch that watch ausführlicher later. sprechen. But first, let's just see how can just two lifetimes fit in one wheel. Aber vorher schauen wir uns an, wie können nur zwei Leben in ein Rad passen. So let's go to the text. Schauen wir uns dazu den Text an. And it says, Tena sakyewa tabulatsana. Let's take the case of a human being who wants to be born as a deva, like a pleasure being. Betrachten wir am Fall eines Menschen, der als Deva wiedergeboren werden will, als Vergnügenswesen. Well, first we have, and then we'll go to Dekona la Mombe Marikpa. First you have Dekona la Mombe Marikpa means Tattva. You don't understand Tattva. Tattva means the way the world is. Zuerst heißt es, du verstehst Tattva nicht. Tattva bedeutet Again, let's die go back Art to und the Weise, wie die Welt ist.
Kehren wir noch einmal in die Küche zurück. Zu jenem ersten Moment, an dem die Ehefrau in die Küche gekommen ist. Sie sagt nichts. Sie will einfach nur eine Umarmung. Und dann brüllt ihr Ehemann plötzlich, du bist blöd. Was sagt sie dann? Ich bin nicht blöd, du bist blöd. Nein, das kommt später. Das ist Glied 2. Was ist Glied 1? Ich habe nichts gemacht. Ja, ich habe gar nichts gemacht. Er brüllt mich an. Das ist Glied 1. Es heißt Missverstehen. Sie erkennt nicht, dass sein Ausbruch daher kommt, weil sie letzte Woche ihre Kinder angeschrien hat. So, one act of misunderstanding in the kitchen, Ein einziger Akt des Missverstehens in der Küche kann ein project ganzes weiteres Leben a whole another lifetime. losschießen, projizieren. And in the example here, Marikpe Wang Ki, that misunderstanding in the kitchen, Und in unserem Beispiel hier, dieses Missverstehen in der Küche, it triggers a special kind of karma. es schießt, es löst eine bestimmte Art Now, von Karma karma can aus. be divided countless ways. Karma kann in zahllose Arten unterteilt werden. In fact, our Mixed Nuts Translator Group Tatsächlich übersetzt unsere Mixed Nuts Übersetzergruppe is translating several books called All the Many Ways You Can Divide Karma. mehrere Bücher namens all die verschiedenen Arten, wie du Karma unterteilen kannst. But there's a very famous division into three kinds of karma. Aber es gibt eine sehr berühmte Unterteilung in 3 Arten von Number Karma. one, Erstens, Tongyurkile. Tongyurkile. Tongyurkile means karma which is so powerful that you will see the result in this life before you die. Das bedeutet Karma, das so kraftvoll ist, dass du das Resultat noch in diesem Leben erfahren wirst, Second, bevor du stirbst. Gene Nyongyurkile. Karma which will create your very next life. Zweitens, Karma, das dein allernächstes Leben erschaffen wird. Then what's called Shenla Tongyurkile means karma which will create all or many lives after the next life. Dann drittens, das bedeutet Karma, welches alle oder viele Leben nach deinem nächsten Leben erschaffen wird. So in this case, the Lamrim book is talking about Genyin Yongyurkile. You're creating karma which will throw your very next life. In diesem Fall bezieht sich das Buch, das Lamrim, auf Kenenyon Gökele. Du schaffst Karma, welches dein allernächstes And the Leben example projizieren here wird. is a life as a deva or a pleasure being. Und nochmal, das Beispiel hier ist ein Leben als Deva oder Vergnügungswesen. Now I have to change my story. Okay? Jetzt muss ich natürlich meine Because you Geschichte cannot ändern, be born as a pleasure being from yelling at your husband. weil es unmöglich ist, dass du als Vergnügungswesen wiedergeboren wirst, wenn du deinen Mann She anschreist. must have come in the kitchen and said, "Honey, you are the most special person in my life." Also muss sie in die Küche gekommen sein und gesagt haben, Schatz, du bist der wundervollste Mensch in meinem Leben, Because he gave her a big hug. weil er sie umarmt hat. But actually, she should say, "I didn't do anything and he gave me a hug." Aber eigentlich sollte sie sagen, ich habe gar nichts gemacht und er she doesn't umarmt mich. understand. Sie versteht also The nicht, hug she got from her husband is coming from hugging her kids last week. dass die Umarmung, die sie von ihrem Mann bekommen hat, daher kommt, dass sie letzte Woche die she's Kinder saying umarmt something hat. nice. Oh, I love you. Thank you for the hug, honey. Also sagt sie etwas Nettes. Oh, ich liebe dich. But still, she's saying it Danke für die because of link Umarmung, number Schatz. one. She doesn't really understand. Aber sie sagt es immer noch aufgrund von Glied 1. Sie versteht es nicht wirklich. So, without understanding, the hug came from a seed in her mind from giving her kids a hug last week.
ohne das Verständnis, dass die Umarmung von einem Samen in ihrem Geist kam, weil sie ihre Kinder letzte Woche umarmt hat, reagiert sie positiv und sagt, ich liebe dich, Schatz, danke. Und pflanzt einen neuen Samen. Wo? $50. Genauer? Wo? Wo pflanzt sie den Samen? Tim? Nein. She plants the seed on the first half of link number 3. Sie pflanzt den Samen in der ersten Hälfte von Glied 3. Okay, that's where she plants her seed. Genau dort pflanzt sie ihren Samen. Then derke nachi marungyam de manansoki dumba chepani. And then later she says, wow, I made some good karma. I was nice to my husband. Und dann später sagt sie, wow, ich habe gutes Karma geschaffen. Ich war nett zu meinem Mann. Ich bete, dass dieses gute Karma mich im nächsten Leben zu einem Deva machen wird. Und in diesem Beispiel ist es das, was die Karma-Bombe in Glied 8 scharf macht. Es ist wie das Wasser auf den Samen. And then if she feels that wish more and more, und wenn dann dieser Wunsch immer stärker und stärker in ihr wächst, fast zur Besessenheit wird, oh, dieses gute Karma soll mich zu einem Vergnügungswesen machen in meinem nächsten Leben, then she's putting fertilizer, link number 9, on that karma also. Dann gibt sie auch Dünger, Glied 9 auf dieses Karma. And because of those two, water and fertilizer, und aufgrund dieser beiden, Wasser und Dünger, the karma that she planted in the kitchen at link number 2, wird das Karma, das sie in der Küche in Glied 2 gepflanzt hat, it becomes very, very powerful, fat seed ready to break open. Ein sehr, sehr kraftvoller, praller Same, bereit aufzubrechen. And we call it, here it says chikar, in the moment of her death, right? In the last moment of her awareness of this world. Und hier heißt es Chikar, im Moment ihres Todes, im letzten Moment ihres Bewusstseins dieser Welt. Those wishes to go to a certain future. Bewirken diese Wünsche, eine bestimmte Zukunft zu erlangen, dass dieser gute karmische Samen prall wird. Und dieser Same wird definitiv, er wird sich öffnen in eine Wiedergeburt als Vergnügungswesen. So, our author summarizes. Und so fasst unser Autor es zusammen. Genau genommen gibt es we've had like 2.5 archers. Gibt es 2,5 Werfer, Bogenschützen? 2,5. Number 1. She misunderstood her husband. Der erste, sie hat ihren Ehemann missverstanden. A very beautiful hug. Der zweite, aber sie hat ihm eine wunderschöne Umarmung geschenkt. Number 3. In that moment she imprinted a seed on her mind. Der dritte, in dem Moment hat sie einen Samen in ihrem Geist gepflanzt. Now, so that's kind of 3 links. Das sind im Prinzip 3 And Glieder. 3 more links are like the factory. Und dann gibt es noch 3 weitere Glieder, die den Fabrikpart übernehmen. Well, let's say she has feelings about the seed, really. Okay. Sie missversteht oder sagen wir besser, sie hat dieses Gefühl gegenüber diesem Samen. Sie will unbedingt und dafür macht sie auch ihre Kaffeemeditation, dass dieser Same für sie zu diesem Ort aufgeht. Erste Kaffeemeditation. Dann eine noch stärkere Kaffeemeditation und dann ist der Same prall und bereit, sich zu öffnen. Diese 6 Glieder,
3 Bogenschützenglieder, 3 links which make the seed ready to explode. 3 Glieder, welche den Samen bis kurz vor die Explosion bringen. 6 of the 12 links are happening in the first life. Diese 6 von 12 Glieder passieren im ersten Leben. Dene chimal sarke, and then that seed breaks open and she goes into a new life. Und dann bricht dieser Same auf und sie geht in ein neues Leben. Und so wird dieses Vergnügungswesen, Deva. We call Deva or temporary pleasure life. Wir nennen das Deva oder vorübergehendes Vergnügungsleben. It can last for 1,000,000 years. Es kann Millionen Jahre dauern. And it's very, very pleasant and you look like Iron Man or Superwoman or. Und es ist sehr, sehr angenehm und du siehst aus wie Iron Man oder Superman zum Beispiel. But when you die, aber wenn du stirbst, you always go to hell. Kommst du immer in die Hölle. Oh, why? Warum denn das? You burned up all your good karma. Weil du all dein gutes Karma verbrannt So we hast. think it's like something you should avoid, that kind of Deva rebirth. Daher finden wir, das ist eine Sache, die du lieber vermeiden solltest, eine Art der Wiedergeburt als Deva. Diese Wesen machen nur, was ihnen Spaß macht. Sie arbeiten nicht an sich, wollen nicht besser werden, sie lernen nichts dazu, sie vernichten all ihr altes gutes Karma. Es ist so ähnlich wie bei sehr reichen Kindern in dieser Welt. Oft tun sie ihr ganzes Leben nichts anderes als Geld zu verbrauchen, ohne zu arbeiten. So let's say she's reborn like she wished. Nehmen wir an, sie hat die Wiedergeburt bekommen, die sie sich gewünscht hat. So what links are gonna happen in the second life? Welche Glieder passieren dann in diesem zweiten Leben? Mingsuk, to the body and mind entering the mom's womb. Mingsuk, dem Körper und Geist, die in den Schoß der Mutter eintreten, in Glied 4, wo der Körper und der Geist eintreten in den Schoß der Mutter. Dann Glied 5, ihre Ohren, Augen, Nase etc. formen sich. Because of those sense organs, she will make contact with the outside world. Glied 6, durch diese Sinnesorgane tritt sie in Kontakt mit der Außenwelt. Dann automatisch Glied 7. Sie macht angenehme Erfahrungen und sie macht unangenehme Erfahrungen. 4, 5, 6 und 7, diese 4 Glieder. And you can kind of throw in half of her link number 3 too. Plus mehr oder weniger die Hälfte von Glied 3, dem Bewusstsein. They are going to turn into Kyewa and Gashi. They're going to turn into link 11 and link 12. Sie werden zu Kyewa und Gashi, sie werden zu Glied 11 und 12. Sie sind ein ganzes Leben. And those 4, diese 4 oder vielleicht 5. Yeah, and the whole life is the 2 links. Und das ganze Leben ist diese 2 Glieder, Geburt und Alter und Tod. Okay, so we have 6 resulting links. Also haben wir 6 resultierende Glieder. Chima Saiten la de la Zopate. Those 6 links are finished in the Deva birth. Diese 6 Glieder sind abgeschlossen mit der Deva-Geburt. So we had 6 links in the first life as a human and 6 links in the second life as a Deva. Also hatten wir 6 Glieder im ersten Leben als Mensch und 6 Glieder im zweiten Leben als Deva. And this is the way in which 2 lifetimes can be finished in one wheel. Und auf diese Art können 2 Leben in einer Raddrehung vollendet werden. Aber denk bitte über Folgendes nach. And this is a little deeper. Etwas tiefgründigeres.
Is it possible that the karma she plants in one life is not watered for a few more lives? Like the seed's just sitting there. Is it possible you could plant a seed today and it will take 3 lifetimes before that seed gets watered? Ist es möglich, dass das Karma, das sie in einem Leben pflanzt, ein paar weitere Leben lang nicht gewässert wird? Der Same liegt einfach nur da? Ist es möglich, heute einen Samen zu pflanzen? Okay, es gibt diesen Samen in Sibirien, in Russland, von einer besonderen Blume. Sie haben einen im Eis gefunden, der dort 31.000 Jahre gelegen hatte. Sie haben ihn eingepflanzt und gewässert. Und nach 31.000 Jahren wuchs eine Blume daraus. Ist es also möglich, dass es mehr Räder braucht, bis er sich öffnet? Darüber müssen wir nachdenken. Aber in unserem Beispiel heute sind es 6 Glieder im ersten Leben, 6 Glieder im zweiten, 12 Glieder in 2 Leben. Now, there's a special expression in Tibetan that you should know. If you want to go deeper. Es gibt einen besonderen Ausdruck im Tibetischen, den du kennen solltest, wenn du tiefer gehen willst. Übrigens, wenn du nicht tiefer gehen willst, besorg dir einen Pamshe. Es gibt dieses besondere tibetische Wort, Pamshe. Und Pamshe bedeutet, such dir einen Lehrer, der nicht gut ausgebildet ist und der nur zu dir sagt, benimm dich einfach gut. Sprich einfach nur immer dein Om Mani Padme Hum und dann wird alles gut. Wenn dir das reicht, dann brauchst du dieses Lamrim nicht. Aber ich will, dass du verstehst, wie das Innere der Uhr funktioniert. Wie alle ihre Teile funktionieren. Denn wenn du diese Uhr verstellen willst, Marmahatha für $50, der Tötungspunkt, genau, musst du wissen, wo du den Hebel ansetzen musst. Wenn du, es ist ein schreckliches Beispiel, aber es steht so in den Schriften, wenn du einen Menschen in 2 Sekunden töten willst, so wie diese Kung-Fu-Meister, durchtrenne diese Vene genau hier. Und der Mensch muss sterben. Du kannst es nicht heilen. Der Mensch muss innerhalb von 2 Minuten sterben. Ich hatte einen Freund, der ein Haus gebaut hat. Er stürzte und ein Nagel riss ihm hier den Hals auf. Und er stand direkt neben seiner Frau. Und er starb in 2 Minuten. Und sie konnte überhaupt nichts dagegen tun. Und wir wollen das Rad töten. Daher musst du die Anatomie von Sansara kennen. Wo ist nun der exakte Punkt, wo du schneiden musst, wo du dein Leiden durchtrennen musst? Das ist der Grund, warum wir alles so detailliert behandeln. Wie dem auch sei, der Begriff, den ich erklären wollte, ist Tendrel Tsachik. Das bedeutet einmal durch die 12. Ich habe nicht Rad gesagt. Ich habe gesagt einmal durch die 12. Wir wissen noch nicht.
Durch welche 12? Und darüber werden wir später noch reden. We'll talk about it later. Wir sprechen später noch darüber. Okay, last thing today. Okay, eine letzte Sache noch heute. Okay, that was with taking a good rebirth. Okay, eben ging es um eine gute Wiedergeburt. Jetzt reden wir über schlechte Wiedergeburt. Wir nennen es Nyendrol, das bedeutet untere Reiche. Es gibt 3 Arten davon. Tier, Hungergeist, Hölle. Und nun, sagt er, reden wir über eine schlechte Wiedergeburt. Erneut beginnt alles mit dem Missverstehen der Art und Weise, wie Karma funktioniert. Jedoch mit einem tieferen Missverständnis, wo du einfach sagst, ich glaube das alles ganz und gar nicht. Und dann fühlst du dich auch nicht verpflichtet, Gutes für andere zu tun. Du kannst einfach alle schlechten Dinge tun, die du tun willst. Wenn dein Missverstehen so schlecht ist, tötest du Menschen, lügst du andere an und sammelst Sok. Das bedeutet, du sammelst schlechtes Karma an. Und dafür gibt es dann ein eigenes Wasser, einen eigenen Dünger in deinem Geist. Kongerüngde bedeutet, hey, und der Rest ist genauso, wie ich es dir vorhin beim guten Karma erklärt habe. Und damit sind wir am Ende von Session 18 angekommen. Morgen geht es weiter mit, kannst du 3 Leben haben in 12 Gliedern? Kannst du einen Satz von 12 Gliedern über 3 unterschiedliche Räder absolvieren, also über 3 unterschiedliche Leben? Darüber sprechen wir morgen. Mach deinen Geist nicht dicht. Denk nicht, das ist mir kompliziert. Du warst 12 oder sogar 16 Jahre in der Schule. Am Ende konntest du sehr komplizierte Mathematikaufgaben lösen und hast sehr komplizierte naturwissenschaftliche Dinge verstanden. Vielleicht konntest du auch komplizierte Dinge gut in Texten erklären, aber keiner hat dir beigebracht, wie man stirbt. Vielleicht bist du kein Mathematiker geworden, kein Autor und womöglich auch kein Wissenschaftler. So geht es vielen von uns und es bedeutet, diese 12 Jahre hättest du nicht gebraucht. Aber ein paar Tage zu investieren, um zu lernen, wie man sterben sollte, was du dann tun musst, ich denke, das macht Sinn. Okay? Wir sehen uns in Session 19. Danke und danke Xiaoping fürs Übersetzen.